Hallo liebe Concorde-Freunde, heute befüllen wir die Frischwasseranlage eines Charisma und nehmen die gesamte Wasseranlage in Betrieb. So, wir haben hier schon vorbereitet unseren Schlauch. Wir reden heute aber auch ein bisschen über Wasserhygiene. Natürlich schließe ich den Schlauch jetzt nicht direkt an, sondern lasse erstmal das alte Wasser, was im Schlauch ist, rauslaufen, damit wir nicht das abgestandene Wasser in unserem Frischwassertank haben. Solange das läuft, bereite ich schon mal vor. Ich habe hier so einen schönen Adapter, da kann ich meinen Schlauch anstecken. Ein Deckel mit Schlauchanschluss. Gibt es in jedem Campingzubehör zu kaufen, kann ich euch sehr empfehlen, macht alles ein bisschen einfacher. Viele stecken einfach den Schlauch da rein, aber das ist ein bisschen hygienischer. Also einfach draufschrauben und dann geht das los. Unser Wasser, altes Wasser ist abgelaufen und schließe meinen Schlauch an und jetzt füllen wir den Wassertank. Das ist, wie ich schon im ersten Video erklärt hatte, ja eine Option. Wir haben ja auch noch einen direkten Schlauchanschluss. Das zeige ich euch gleich. Wir sind jetzt auf dem Concorde-Stellplatz in Aschbach, direkt neben unserem Firmengelände. Und ich zeige euch hier, wie wir direkt mit dem Frischwasserschlauch befüllen können. Die Alternative zu dem, was wir vorhin gesehen haben. Schlauch ist in der Garage, einfach rausziehen. Achtet darauf, dass ihr den blauen Schlauch habt und einfach anschließen. Hier bei der Concorde-Entsorgungssäule ist schon ein Anschluss vorhanden. Es ist natürlich immer gut, wenn man seine eigenen Anschlüsse dabei hat. Ihr wisst ja nie, was euch auf den Plätzen so widerfährt, wie ihr die Systeme vorfindet. Wichtig für die Wasserhygiene, einfach eigener Schlauch, eigene Adapter, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Natürlich wollen wir auch füllen, Wassermarsch, Hähnchen ist offen und das Wasser läuft. Für sauberes Wasser im Tank sorgen zwei Filter. Wir haben hier einen kleinen Schmutzwasserfilter, der sitzt direkt an der Wasserpumpe. Das ist ein Filter, der so kleine Partikel wie Sandkörnchen im Wasser rausfiltert, den ab und zu mal aufmachen, ausklopfen, sauber machen. Und dann ganz wichtig, unser Aktivkohlefilter. Damit wird das Wasser, wenn es aus dem Tank kommt, von der Pumpe angezogen wird, durch diesen Filter geschickt und gereinigt. Damit habt ihr immer eine gute Trinkwasserqualität im Fahrzeug. Wichtig ist aber, dass dieser Filter einmal im Jahr gewechselt wird. Und bevor ihr einen neuen Filter reinschraubt, wenn ihr das selber machen wollt, gut ausspülen. Das sind so kleine Granulatkörnchen drin. Die müssen vorher alle rausgespült sein. Sonst setzen die sich irgendwo am Siphon fest oder am Magnetventil von der Toilette. Und dann habt ihr eine Störung im Wassersystem. Also vorher gut durchspülen. Wasser läuft. Hier können wir zumachen, wir sind fertig. Dann gehen wir jetzt mal ins Fahrzeug und schauen, was die Wasserfüllung macht. Der Charisma hat einen Frischwassertank mit einem Volumen von ca. 380 Liter. Das dauert natürlich eine Weile, bis der voll ist. Wir können das Ganze schön beobachten an unserem Display. Einfach mal draufdrücken auf die Info, auf das Zeichen für den Frischwassertank. Wir sehen das aktuelle Volumen, was schon drin ist, haben hier so ein kleines Wasserhahnzeichen, da nochmal draufdrücken. Sehen wir in einzelnen Schritten ganz genau, wie sich der Wassertank füllt. Und wir bekommen ein akustisches Signal ungefähr bei 75–80%, damit wir wissen, gleich ist voll und wir können das Wasser abdrehen. So, dann wollen wir jetzt auch mal unser Wasser in Betrieb nehmen. Dazu brauchen wir die Wasserpumpe. Gehen hier mal raus, unser Tank ist ziemlich voll und schalten die Wasserpumpe ein. Dann möchte ich natürlich auch gerne gleich warmes Wasser haben. Gehe auf mein Heizungsdisplay auf das Menü und schalte den, wo hier ein Duschzeichen ist, kann ich auf halbe oder auf volle Kraft schalten. Wenn ich auf volle Kraft schalte, das mache ich jetzt, also dass der Balken komplett gefüllt ist, dann geht die ganze Heizleistung für eine halbe Stunde nur auf den Wasserboiler und damit habe ich eben viel mehr heißes Wasser zur Verfügung. Wer noch eine alte Flow hat, als Option, hat noch mehr heißes Wasser. Das ist ein zusätzlicher 6 Liter Warmwasser-Zusatzboiler, der wie ein Durchlauferhitzer permanent heißes Wasser zur Verfügung stellt. Dann können also alle 3, 4, 5 Wohnmobilbesatzer auch nacheinander duschen und jeder hat noch warmes Wasser. Ja, jetzt haben wir ja Wasser im System. Das ist ganz normal. Erstmal muss jetzt alles entlüftet werden. Einfach ein bisschen laufen lassen und warten,
bis die Luft aus den Wasserleitungen draußen ist. So, noch den Hebel aufs Warmwasser umlegen, um den Boiler zu entlüften. Läuft ja schon sehr flüssig, die Pumpe läuft schon eine Weile. Jetzt ist alles bereit. Wir können Geschirr spülen, Hände waschen, duschen, Toilette benutzen. Wasser ist vorhanden. Und da wir dann beim Thema sind, wenn wir jetzt alle Abwassertanks und Fäkalientanks füllen, zeige ich euch als nächstes, wie wir das Ganze entleeren. Wir sind jetzt wieder auf unserer Entsorgungsstation und ich zeige euch jetzt, wie wir den Abwassertank und den Toilettentank entsorgen. Die Klappe habe ich schon mal aufgemacht. Wir brauchen noch einen Schlauch. Ja, und was soll ich sagen? Entsorgung ist doch Männersache, oder? Da kommt jetzt mein lieber Kollege Rainer und hilft mir ein bisschen. Rainer, kannst du das bitte anschließen? Rainer legt jetzt den Schlauch zum Entsorgungsschacht. Wir schließen die Klappe. Und ich öffne den Fäkalientank und wir lassen als erstes den Fäkalientank jetzt leer laufen komplett. Der Fäkalientank ist leer. Ich schließe den Ablasshebel und jetzt spülen wir den Tank noch. Hier kommt wieder euer Schlauch mit der roten Linie an den Frischwasser anschließen und jetzt einfach den Tank komplett mit Frischwasser volllaufen lassen, den Fäkalientank. So, das Spülwasser im Fäkalientank muss natürlich raus, also wieder den Hebel öffnen, laufen lassen. Wir können dann auch gleich mal zu unserem Abwassertank gehen, der ist ja hier der Hebel, den auch öffnen und dann laufen jetzt beide Tanks leer. Dann sind wir eigentlich fertig für heute. Hat mir Spaß gemacht. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie unsere Heizung funktioniert. Freue mich schon auf euch. Bis bald. Tschüss.